Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit unserem heutigen Webinar. Thema ist die BAFA Handreichung zum Prinzip der Angemessenheit. Ich weise kurz auch am Anfang darauf hin, das Webinar wird aufgezeichnet. Wir stellen auch wie üblich die gezeigten Unterlagen, das heißt die PowerPoint-Präsentation, aber auch sozusagen das Video des Webinars im Nachgang allen Teilnehmern und registrierten Teilnehmern zur Verfügung. Mit mir heute dabei ist wieder Sebastian Rünz, Salary Partner bei Taylor Wessing. Hi. Ich wollte gerade noch was dazu sagen, dass wir gerade dazu gesprochen haben, Harald und ich, dass wir uns noch nie live gesehen haben und jetzt schon so viele Webinare zusammen gemacht haben. Aber das ändern wir wann? Am 12. Mai. Ja, 12. Mai, Prewave Day in Wien. Wir werden auch in der Webinar-Mailing im Nachgang auch nochmal den Link schicken. Sie sind alle herzlich eingeladen. Das ist eine Tagesveranstaltung in Wien, wo auch Sebastian Rünz als Sprecher vor Ort sein wird, wo es aber auch einige Roundtables zu den Themen Lieferkettengesetz, Lieferkettentransparenz bis hin zur Vorstellung einiger neuer spannender Funktionalitäten geben wird. Ja. Und ja, dann auch sozusagen viele Gesichter, die bislang nur virtuell gesehen wurden, mal persönlich. Zum heutigen Webinar, die Agenda. Wir beginnen mit einer kurzen Analyse der Handreichung, Inhaltsübersicht, ein paar nennenswerte Punkte, steigen dann aber gleich in den zweiten Teil ein, nämlich praktische Aspekte, praktische Umsetzung der Angemessenheitskriterien. Erstens mal diese nochmal kurz zu erläutern, auch wie sind sie einzuordnen, auch das Prinzip der Wirksamkeit, wie ist dieses zu sehen, und wollen dann aber auch Punkt für Punkt die Angemessenheitskriterien besprechen und auch da wieder vorstellen, wie sind diese auch in der Praxis anzuwenden und auch konkret in Prewave in unserer Softwarelösung umgesetzt und verankert. Zu guter Letzt werden wir dann auch noch einzelne Fallbeispiele, die auch in der Handreichung vorgestellt sind, analysieren. Und dann zum Schluss Q&A. Bitte auch wie üblich, Sie können die Fragen im Q&A-Bereich des Webinars stellen, auch bereits während der anderen Agendapunkte. Wir werden diese, wenn sie thematisch passen, auch möglichst sofort beantworten, aber dann auch im letzten Punkt der Agenda Q&A dazu kommen. Und da würde ich sagen, wir steigen auch schon ein in den ersten Punkt. Und damit übergebe ich an dich, Sebastian, für eine kurze Zusammenfassung der Handreichung. Sehr gut. Vielleicht ein paar allgemeine Worte zu der Handreichung. Jetzt gibt es ja mittlerweile einige Handreichungen des BAFA. Es wurde schon angekündigt, dass weitere Handreichungen folgen sollen, zum Beispiel für KMU. Und da ist das BAFA sehr aktiv. Jetzt gibt es einige Handreichungen, die sind ganz hilfreich, zum Beispiel zum Beschwerdeverfahren. Andere, hatten wir in der Vergangenheit gesagt, sind so ein bisschen schwierig oder werfen mehr neue Fragen auf, als dass sie Antworten geben. Bei der Angemessenheit ist unser Resümee auch durchwachsen. Also Licht und Schatten. Und zwar kann man sagen, positiv ist, dass BAFA stellt dort dar, dass wenn man die Angemessenheit ganz gut dokumentiert hat, dass man dann auf der sicheren Seite ist und dass einem dann nicht, weil man die Angemessenheitskriterien falsch gewichtet hat, ein Strick draus gedreht werden kann, in der Regel zumindest. Negativ ist, dass sich zeigt, dass es ziemlich viel Aufwand, was da gefordert wird, die Angemessenheitskriterien immer heranzuziehen und zu dokumentieren. Und auch auf der negativen Seite zu verbuchen ist, dass man sieht, das BAFA wird also hier auch prüfen, ob Unternehmen sich dem Begriff der Angemessenheit gewidmet haben oder ob das eben gar nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt mal uns angucken, wie sieht die aus, es sind 29 Seiten insgesamt. Angemessenheit, Wirksamkeit ist nicht das erste Mal, dass das auftaucht. Also es ist jetzt nicht so, das wäre diese Handreichung komplett was Neues. Das wirklich Interessante an dieser Handreichung sind eigentlich die Beispiele. Da gehen wir später noch drauf ein, was sich das BAFA da so vorstellt, was man im Rahmen der Angemessenheit tun soll. Ansonsten
haben wir hier mal aufgelistet, wo kommt Angemessenheit, Wirksamkeit noch in anderen Handreichungen vor. Das ist eben schon der Fall in dem Merkblatt zum Bericht, also was im Jahresbericht abgefragt wird. Da sieht man unter B14, E11 Fragen, die Angemessenheit adressieren, ob man die berücksichtigt hat bei der Gewichtung im Rahmen der Risikoanalyse, die Kriterien. Und dann haben wir noch die Handreichung zur Risikoanalyse. Da gibt es den Anhang 1. Dort werden die ganzen Angemessenheitskriterien nochmal durch Hilfskriterien erklärt. Diesen Anhang finden Sie hier in dieser Handreichung auch nochmal. Der ist ganz hilfreich. Auch dazu, zu den einzelnen Hilfskriterien, gehen wir später nochmal drauf ein. Und in den FAQ des Bundesarbeitsministeriums mit BAFA zusammen gibt es auch verschiedene Fragen, die sich mit dem Thema Angemessenheit beschäftigen. Und eben schon kurz erwähnt, BAFA prüft also, ob Unternehmen ex ante im Vorhinein angemessen gehandelt haben. Und dieser Abwägungsprozess, den man da als Unternehmen sich überlegt hat, den muss man der Behörde plausibel darlegen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, also eben wie Sebastian eben gezeigt hat, im Fragenkatalog, das heißt im Jahresbericht, ist eben auch zu beschreiben, wie sind die Angemessenheitskriterien berücksichtigt worden. Und die unser letztes Webinar gesehen haben, wir werden es vielleicht auch, wenn Zeit bleibt, auch zum Ende dieses Webinars kurz zeigen. Wir bieten ja einen Standardbericht, eine Berichtsvorlage auch an, wo eben auch diese Beschreibungen auch in Abstimmung mit Sebastian Rünz von Taylor Wessing als Texte vorbereitet sind. Ja, das ist auch nur eine Hilfestellung von unserer Seite. Genau, hier haben wir noch mal kurz den Inhalt zusammengefasst. Letztendlich wird einmal gesagt, in der Einleitung, Angemessenheit ist ein übergreifender Rahmen für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Dann werden die Angemessenheitskriterien im nächsten Kapitel näher erläutert und da kommt auch noch mal die Aussage, die ich eben schon mal kurz erwähnte, dass man, wenn man im Vorhinein sich was zur Angemessenheit überlegt hat und das auch plausibel darlegen kann, dass man nicht nachträglich, wenn sich dann herausstellt, die Maßnahme war doch nicht angemessen, man nicht belangt werden kann. Ja? Ansonsten auch eben schon mal kurz erwähnt, als nächstes interessante Beispiele, die dort aufgelistet werden. Und warum sind die interessant? Da sieht man, dass das BAFA ziemlich viel fordert und verlangt, dass man sich ziemlich viele Gedanken macht mit Blick auf die Angemessenheit bei einzelnen Maßnahmen. Und dann im 4. Kapitel das interessante Takeaway, das BAFA wird eben diese Angemessenheit, die Bemühungen, die Unternehmen da sich machen, kontrollieren. Genau, und genau weil sie auch kontrolliert werden, ist es eben wichtig, sie auch in der praktischen Projektumsetzung zu verankern und zu dokumentieren. Und genau in dem Punkt möchten wir jetzt einsteigen. Und wir beginnen mal mit einer ersten kurzen allgemeinen Einordnung von Angemessenheitskriterien und dem Prinzip der Wirksamkeit und gehen dann Punkt für Punkt die Angemessenheitskriterien durch. Ich übergebe an dich, Sebastian. Genau, also hier haben wir sie nochmal alle aufgelistet, die 4 Angemessenheitskriterien. Warum haben wir die so aufgelistet? Weil man die zusammen verstehen muss. Das heißt, nicht losgelöst voneinander betrachten sollte, sondern zusammen verstehen. Man kann sich das hier vorstellen wie so ein Cursor, den man dann verschiebt, den man in eine gewisse Richtung schiebt, je nachdem, wie hier diese Angemessenheitskriterien aussehen. Und dann gibt es irgendwo einen Ausschlag in eine gewisse Richtung. Man muss diese Angemessenheitskriterien bei allen Sorgfaltspflichten berücksichtigen. Das heißt, begründen mit den Kriterien, warum man sich entschieden hat, eine Sorgfaltspflicht in einer gewissen Art und Weise umzusetzen. Und man muss die Kriterien dann auch bei einzelnen Maßnahmen berücksichtigen. Das heißt, um zu begründen, warum man zum Beispiel gegenüber einem einzelnen Lieferanten sich für eine bestimmte Präventionsmaßnahme entschieden hat. Und vielleicht auch noch mal kurz ergänzen oder vielleicht eben die Rückfrage, eben die Angemessenheitskriterien sind eben nicht nur bei der Entscheidung, welcher Lieferant wird mit welchen Maßnahmen sozusagen belegt und was ist die richtige Maßnahme, sondern eben auch übergreifend für Sorgfaltspflichten, selbst ebenso übergreifende Sorgfaltspflichten wie das Risikomanagement. Ist das richtig?
Genau, ich glaube, vielleicht sage ich gleich auf der nächsten Slide bei Art und Umfang der Geschäftstätigkeit was dazu. Da passt es nämlich ganz gut, dieses Übergreifende. Perfekt. Oder ich glaube, es ist noch sind noch ein paar Slides dazwischen, aber da passt es dann ganz gut. Kommt noch, ja. Kurzer mal Einstieg in die Praxis, bevor wir jetzt sozusagen auch die einzelnen Angemessenheitskriterien nochmal im Detail beleuchten. Diejenigen, die das Prewave-System kennen, wissen, dass das zentrale sozusagen Instrument und die zentrale Analyseform innerhalb der Risikoanalyse im Prewave die Risikomatrix ist. Also eine Matrix aus Risiko auf der X-Achse und Impact auf der Y-Achse. Und als Ergebnis sozusagen aus dieser Kombination ergibt sich die Maßnahmenpriorität. Das heißt, bei welchen Lieferanten muss ich mit welcher Priorität Präventionsmaßnahmen ergreifen. Und eben das nur mal als erstes Einleitungsbeispiel für eine praktische Umsetzung, wo eben genau die Angemessenheitskriterien in Kombination betrachtet werden. Das heißt nicht separat, sequenziell, sondern als Gruppe gemeinsam in der Auswertung betrachtet werden. Das heißt, auf der Impact-Seite ist es das Einflussvermögen und der Verursachungsbeitrag. Das heißt, Lieferanten, wo man selbst einen hohen Einfluss hat oder wo man selbst einen hohen Verursachungsbeitrag hat, befinden sich oben in der Matrix. Und Lieferanten mit hohem Risiko, das heißt eben auch Schwere und Wahrscheinlichkeit des Risikos, aber auch Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, da kommen wir gleich dazu. Das ist eben auch oftmals eine Frage der Priorisierung und Selektion einzelner Risiken. Bedeutet, dass ein Lieferant hier rechts angesiedelt ist. Und so ergibt sich eben dann in Kombination dann eben die Auswahl und die Priorisierung der Maßnahmen. Genau, hier auf der Slide ist einfach nur noch mal so ein bisschen zusammengefasst, dass diese Berücksichtigung der Angemessenheitskriterien natürlich mehr oder weniger sinnvoll sein kann. Teilweise ist es einfach eine Dokumentationsaufgabe, die man da hat, um sich nicht angreifbar zu machen gegenüber dem BAFA, weil, wie gesagt, BAFA prüft ja auch die Angemessenheit, inwieweit sie berücksichtigt wurde oder ob sie vielleicht gar nicht berücksichtigt wurde. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise bei der Aufstellung des Teams aus den verschiedenen Abteilungen, Einkauf, Compliance, Nachhaltigkeit, was auch immer, schon ein Team zusammengestellt hat und hier aktiv umsetzt und bisher noch nicht die Angemessenheitskriterien bei dieser Zusammenstellung berücksichtigt hat, dann ist es natürlich jetzt eher eine nachträgliche Begründung, dass man sagt, okay, wir haben uns eben aufgestellt in der Form, wie wir es getan haben, weil unter den Angemessenheitskriterien ist das erklärbar. Ja? Also das heißt, da gibt es natürlich tendenziell gewisse Sorgfaltspflichten, bei denen das nicht so eine Relevanz hat, diese Angemessenheitskriterien, wie bei anderen. Teilweise ist es aber auch ein inhaltlicher Mehrwert. Bei der Risikoanalyse zum Beispiel macht es natürlich total Sinn, wird ja auch dann am Ende im Jahresbericht abgefragt, bei der Gewichtung, dass man da eben die Risiken eben auch auf Basis der Angemessenheitskriterien gewichtet. Beim Präventionsmaßnahmen genauso, dass man sich eben auf Basis der Angemessenheitskriterien überlegt, wo setze ich denn jetzt einfach nur einen Code of Conduct ein? Wo muss ich denn vielleicht mehr machen? Muss ich Schulung machen, Audit, was auch immer? Also das sind natürlich klassisch eher die Sorgfaltspflichten, bei denen die Angemessenheitskriterien dann noch mehr Relevanz haben. Auch einfach zum eigenen Vorteil, weil man natürlich die Angemessenheitskriterien auch nutzen kann, um zu sagen, okay, das ist jetzt einfach in der Breite nicht angemessen, wenn wir jetzt zum Beispiel überall Audits durchführen würden, sondern da haben wir das Ergebnis, dass eine andere Präventionsmaßnahme angemessen und auch hinreichend wirksam ist und eben nur bei den Hochrisikolieferanten zum Beispiel dann eben eine weiterreichende Maßnahme dann notwendig wird und angemessen ist. Und da auch vielleicht nochmal aufgreifend, weil es ein wichtiger Punkt ist, das Positive auch nochmal rausstellt, es steht eben hier, es liegt viel im Ermessen des Unternehmens bei dieser Berücksichtigung der Angemessenheitskriterien. Eng mit dem Prinzip der Angemessenheit und mit den Angemessenheitskriterien verbunden ist eben auch das Prinzip der Wirksamkeit. Und auch das wird
sowohl im Gesetz als auch eben in der Handreichung genannt und beschrieben. Oben auch nochmal kurz die Definition, so wie sie sich auch im Gesetz widerspiegelt, nämlich wirksam sind Maßnahmen, die es ermöglichen, Risiken zu erkennen oder zu minimieren, sowie Verletzungen zu verhindern oder zu beenden. Und es gibt natürlich immer einen Maßnahmenmix. Es sind auch hier nur ein sozusagen beispielhaft Maßnahmen dargestellt, aber es ist klar, dass diese Maßnahmen auch immer sozusagen in einer Betrachtung zwischen, wie wirksam ist die Maßnahme, aber auch wie ressourcenintensiv ist die Maßnahme, betrachtet werden muss. Und da gibt es natürlich eine Korrelation. Das heißt, besonders wirksame Maßnahmen wie ein On-Site-Audit sind auch typischerweise die ressourcenintensivsten und auch kostspieligsten Maßnahmen. Auf der anderen Seite steht zum Beispiel die Maßnahme des Code of Conduct, ja, die sozusagen im einfachsten Fall vom Lieferanten eine digitale Signatur erfordert, die natürlich auch von der Intensität, aber auch von der Wirksamkeit am geringsten angesiedelt ist. Und dazwischen gibt es ein Spektrum. In der Prewave-Maßnahmenplanung sozusagen spiegelt sich eben dieses Spektrum auch über die Einstufung der jeweiligen Maßnahmen nach Schweregrad wieder. Wir nennen das Severity 1 bis 3, machen wir noch 1 bis 4, wo eben gesagt wird, ein Code of Conduct, eine Basis-Selbstauskunft, das heißt eine Selbstauskunft, die nicht mehr abträgt als gewisse Zertifizierungen oder Policies, also Standards, ist sozusagen als Basismaßnahme S1 einzuordnen, kann eben auch für den größten Teil der Lieferanten umgesetzt werden, wie das Trichterprinzip, während ein On-Site-Audit natürlich eher fokussiert für jene Lieferanten mit besonders hohem Risiko oder mit besonders hohem Einfluss und Risiko angewendet wird. Und dazwischen gibt es sozusagen ja, das gute Mittel. Ja, und das sind dann eben oft Maßnahmen, die sehr wohl wirksam, sehr gut wirksam sind, weil sie eben auch wie ein Desk-Audit von geschulten Auditoren durchgeführt werden. Oder eben Awareness-Trainings, die sozusagen auch idealerweise dann digital durchgeführt werden. Die sind eben sowohl besser skalierbar, kosten- und ressourcengünstiger, aber auch sicherlich wirksamer als zum Beispiel ein Code of Conduct oder eine Selbstauskunft. Vielleicht da noch eine Frage an dich, Harald. Du hattest jetzt hier ja auch so noch das Medienmonitoring aufgenommen. Ihr habt ja im System beides, also die Option, über Selbstauskünfte zu arbeiten und standardmäßig Medienmonitoring und hier jetzt Wirksamkeit Medienmonitoring etwas höher eingestuft. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da ja nochmal den Hintergrund kurz erläutern. Also es ist eine gute Frage. Ich sage mal, es ist natürlich auch immer beides. Es ist immer auch ein Mix. Medienmonitoring bietet den Vorteil, dass ich keine Partizipation des Lieferanten benötige. Ich kann es einfach ausrollen, auch für tausende Lieferanten. Und daher ist auch die Intensität etwas geringer. Und ich habe im Medienmonitoring eben die Gelegenheit, tatsächliche Verstöße und Verletzungen von Pflichten auch zu erkennen, auch wenn sie mir der Lieferant proaktiv nicht bekannt gibt. Die Selbstauskunft kann sozusagen ja auch in einem Spektrum gestaltet sein. Ja. Im schlimmsten Fall ist es eine reine Tick-the-Box-Übung sozusagen des Lieferanten. Aber auch hier gibt es natürlich Selbstauskünfte, die schon ins Detail auch abfragen, Evidenz erfordern. Das heißt, das ist auch natürlich nicht allgemein sozusagen zu betrachten. Ja. Aber grundsätzlich ist die Selbstauskunft natürlich immer ein Statement des Lieferanten, das eben durch Kontrolle weiterer Maßnahmen auch bestätigt werden muss, gerade in Risikobereichen. Gut, beginnen wir mit der Vorstellung der einzelnen Angemessenheitskriterien und was sagt die Handreichung dazu und wie können wir dies auch in der Praxis umsetzen? Genau, und wir starten mit Art und Umfang der Geschäftstätigkeit und da greife ich jetzt deine Frage von vorhin auf, nämlich muss man die Angemessenheitskriterien nicht auch schon vorab auf so einer höheren Makroebene berücksichtigen. Und Art und Umfang der Geschäftstätigkeit ist da ein ganz gutes Beispiel dafür. Das kann man sich vorstellen wie so eine
Tapete, die man einmal erstellt, über die Unternehmensstruktur, über die Beschaffungsstruktur. Das heißt, welche Produkte habe ich, welche Standorte habe ich, wie groß bin ich an den einzelnen Standorten, welche Umsätze habe ich dort bei der Beschaffung, welche Kategorien beschaffe ich eigentlich, wie viele Lieferanten fallen in welche Kategorie, aus welchen Ländern kommen die, welche Auftragsvolumen habe ich bei den Lieferanten. Und so bekomme ich dann ein Bild über das Unternehmen. Das sind Informationen, die sind oft schon vorhanden. Die sind teilweise nicht so aggregiert in der Form, aber das ist jetzt nicht Wissen, was oft gar nicht vorhanden ist, sondern man muss es nur entsprechend zusammenstellen. Und dadurch bekommt man eben einen Überblick, oder die Idee des Gesetzgebers ist, dass man dann einen Überblick bekommt über die Art und den Umfang der Geschäftstätigkeit und dann eine Aussage treffen kann, okay, wir haben hier gewisse Geschäftsbereiche, da ist die Art weniger komplex, der Umfang geringer, und wir haben Geschäftsbereiche, das sind sehr komplexe Produkte, oder da ist da ist der Umfang der Geschäftstätigkeit sehr groß, da beschafft man sehr viel, da ist man ein großer Nachfrager. Und das ist sozusagen dann umfassend zu berücksichtigen. Ja? Also dass man dann sagt, okay, bei der Risikoanalyse, wenn man schon erkennt, okay, wir haben hier ein riskantes, komplexes Produkt und da sind wir ziemlich groß, dass man da vielleicht auch nochmal einen Fokus legt. Ja? Oder dass man sagt, wir haben hier einen Geschäftsbereich, der ist mit besonderen Risiken versehen. Da sollten wir auch nochmal in unserem Team, was wir zusammenstellen, einen Vertreter, eine Vertreterin haben, die dazu auch aussagekräftig ist, ja, auch wenn die vielleicht nicht in der Zentrale sitzt wie der Rest des Teams, sondern in einer operativen Gesellschaft, die sich eben dann mit diesem Bereich beschäftigt. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für ein Angemessenheitskriterien, was eben vorab schon mal als Einordnung zur Durchführung von Sorgfaltspflichten wie Risikoanalyse, Risikomanagement dient. Und das heißt eben, die Handreichung und auch das Gesetz gibt da eben auch diesen Ermessens- und Handlungsspielraum, der eben ja, die eigene Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Das heißt, ein Unternehmen in einer Risikobranche, vielleicht im Rohstoffhandel investiert in vielleicht Minenprojekten, muss natürlich von der Intensität das Risikomanagement anders ansetzen als eine rein deutsche Rechtsanwaltskanzlei. Ist das auch so zu verstehen? Genau, völlig richtig. Also da ist sozusagen die Einstufung der Branche schon von Anfang an ein Indiz, dass man gewisse Sorgfaltspflichten umfangreicher ausrollt und ein anderes Unternehmen dann gewisse Sorgfaltspflichten vielleicht etwas reduziert, also mit Blick auf die Angemessenheit dann eben reduziert durchführt. Und man kann auch damit wieder argumentieren, warum man vielleicht in seinen Prozessen in gewissen Bereichen intensiver vorgeht und in anderen Bereichen weniger intensiv. Klassische Trennung Produktionsmaterial, Nicht-Produktionsmaterial oder sogar noch Risikowarengruppen. Da werden vielleicht Lieferanten immer sofort geprüft, während in anderen Bereichen die einmalige Risikoanalyse sozusagen auch jährlich ausreicht. Also auch da wahrscheinlich gibt es Ermessensspielräume. Ich möchte noch ganz kurz das Thema Risikoanalyse hervorheben, auch ein bisschen mit einem Schritt zurück an das Webinar zur BAFA Handreichung, weil das ist eben auch ein Punkt, wo auch im Kontext der Risikoanalyse, auch im Kontext der Handreichung zur Risikoanalyse der Punkt Art und Umfang der Geschäftstätigkeit genannt wird und auch einer, den wir sozusagen auch in unseren Projekten entsprechend unseren Kunden nahelegen und empfehlen. Und das ist nämlich die Selektion der wesentlichen Lieferanten. Ja, diese findet typischerweise primär über den Faktor der abstrakten Risikoanalyse statt, das heißt Länder-Branchenrisiken. Aber sozusagen auch hier ein bisschen weiter zu denken. Das heißt auch Lieferanten, die vielleicht dann in keinem Risikoland oder keiner Risikoindustrie sind, aber wo ich eben besonders hohen Einfluss habe oder die besonders strategisch sind oder eben auch vielleicht gewisse kritische Produkte jedenfalls also in diese konkrete Analyse mit aufzunehmen. Also eben in der Entscheidung, welche zähle ich als meine wesentlichen Lieferanten, eben auch Art und Umfang der Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen. Harald, ich würde vielleicht noch eine Frage hier aufgreifen zur Art und zum Umfang der Geschäftstätigkeit. Da gibt es die Frage, ob das nur auf den eigenen Geschäftsbereich zu beziehen ist, dieses Kriterium, oder auch auf den direkten Lieferanten. Das heißt, muss ich mir nur meine
Art und meinen Umfang der Geschäftstätigkeit anschauen oder auch bei einem unmittelbaren Zulieferer dessen Art und Umfang der Geschäftstätigkeit. Da ist mein Verständnis, dass das sich nur auf den eigenen Geschäftsbereich bezieht. Also dass man immer schauen muss, wie ist die eigene Art, ist das komplex, was ich da einkaufe oder nicht, und wie ist der eigene Umfang, bin ich da ein großer Nachfrager oder bin ich da eigentlich eher ein kleiner Kunde, und nicht noch meine Aufgabe, dass ich für Tausende von Lieferanten wiederum bestimmen muss, wie sind die aufgestellt. Also es ist mein eigener Art und Umfang meiner Geschäftstätigkeit, der aber sowohl dazu führen kann, dass ich vielleicht ein paar Lieferanten mehr selektiere oder mit mehr Priorität betrachte, weil es mein eigener Risikobereich ist, oder? Genau, ich meine, ansonsten würde es sich ja auch doppeln, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich betrachte den Lieferanten, wenn ich von dem ein bestimmtes Produkt beziehe, und das ist zum Beispiel komplex, dann ist das ja, dann beziehe ich dieses Produkt, dann ist es ein komplexes Produkt, da muss ich es mir ja nicht noch auf Ebene des Lieferanten angucken. Und beim Umfang ist eben die Frage ja, dieser ganzen Kriterien, was kann ich denn machen oder wie weit muss ich denn gehen? Und deswegen ist der Umfang von mir selbst natürlich dann relevant. Ja? Der hängt ja dann auch wieder zusammen, zum Beispiel mit meinem eigenen Einflussvermögen. Wenn ich in einem besonders großen Umfang tätig bin, habe ich vielleicht auch, weil ich dann entsprechende Mengen einkaufe, mehr Einfluss. Und darauf kommt es ja an, letztendlich, wie sieht es bei mir aus, damit ich am Ende eine gewisse weitreichende oder weniger weitreichende Maßnahme ergreifen muss. Genau. Einflussvermögen. Einflussvermögen, das war jetzt die richtige Überleitung mit Umsatz. Und zwar, Harald, du wirst gleich noch so ein bisschen was mehr aus der, wie ihr das in der Praxis berücksichtigt, sagen. Vielleicht von mir nur der Hinweis, Einflussvermögen setzt natürlich regelmäßig voraus, dass ich meine eigenen Umsätze kenne. BAFA, Gesetzgeber haben das Verständnis, dass wenn ich besonders viel einkaufe bei einem Lieferanten, also wenn ich meinen Umsatz mit dem Gesamtumsatz des Lieferanten mit dem Verursacher besser gesagt in Verhältnis setze, dass ich dann auch entsprechend Einfluss habe. Das wird man vielleicht sagen können, in der Tat, wenn es sehr, sehr hohe Zahlen sind, wenn man sagt, ich mache jetzt 80% des Gesamtumsatzes des Lieferanten aus. Bei anderen Sachen ist es vielleicht auch nicht der Fall. Ja? Also da gibt es auch noch andere Umstände, die da noch reinspielen, außer der Umsatz, also andere Umstände, die was über das Einflussvermögen aussagen können. Aber wir nehmen es jetzt mal so hin, weil das ist letztendlich das Kriterium, die Größe, mit der das Gesetz jetzt arbeitet. Ein paar Hinweise vielleicht zur praktischen Umsetzung, und ich werde mich da auch immer wieder jetzt in den nächsten Folien auf die vom BAFA genannten Hilfskriterien beziehen. Also einer ist eben ganz klar der gerade von Sebastian beschriebene Umsatzanteil, ja, den ich natürlich bei unmittelbaren Lieferanten auf Basis der Division Jahresumsatz und Einkaufsvolumen ermitteln kann. Und auf dieser Basis dann auch mal eine automatisierte Einstufung ermöglicht, die aber natürlich auch im Einzelfall überschrieben werden kann und muss, wenn sozusagen der Einfluss auch abweicht. Ja? Und das kann eben auch aufgrund dieses ersten Punkts abweichen, ja? Nämlich die eigene Marktdominanz, ja? Die vielleicht, auch wenn ich nur wenig einkaufe, aber ich sozusagen, wir kennen alle die Industrien, wo es sehr dominante Unternehmen gibt, trotzdem ein erhöhter Einfluss dann da ist. Ja? Wo ich natürlich auf diese Methode nicht ermitteln kann, das ist beim mittelbaren Zulieferer. Und wir haben auch so die Frage da schon gehabt, wenn wir so jetzt hier von Lieferanten sprechen, dann immer nur vom unmittelbaren, also vom Tier 1 oder auch von den mittelbaren, also Tier 2 und darüber hinaus. Und vielleicht kann Sebastian auch nochmal dann was dazu sagen, aber es ist ja im Lieferkettengesetz so, dass in der regulären Analyse eben die Tier-1-Lieferanten zu betrachten sind, aber eben auch anlassbezogen, wenn man eben sozusagen Wissen, substantierte Kenntnis erlangt über Probleme bei tieferen Lieferanten, auch diese zu betrachten sind. Das heißt, ja, anlassbezogen auch die tieferen, aber nicht in Summe sozusagen von Anfang an alle mittelbaren Lieferanten. Ja.
Aber wenn ich sozusagen mittelbare Lieferanten betrachte, und das ist auch schon heute Thema, das ist auch schon im Prewave Thema, wenn wir Kunden für das norwegische Lieferkettengesetz oder auch schon mit Blick auf das europäische, auf die CSDDD entsprechend entweder beraten oder auch schon Projekte umsetzen, dann muss ich natürlich auch meinen Einfluss auf meine mittelbaren Zulieferer ermitteln, und da gehen wir typischerweise den Weg, dass wir eben von einem reduzierten Einfluss ausgehen, aber immer von Betrachtung meines Tier 1 ausgehend. Das heißt, bei einem Tier 1, ein Tier 2, der hinter einem Tier 1 steht, wo ich sehr hohen Einfluss habe, kann auch noch mit höherem Einfluss, nie mit kritischem, aber mit höherem Einfluss sein, als wie ein Tier 2, der hinter einem Tier 1 steht, der ohnehin schon mit niedrigem Einfluss ist. Also man kann sagen, sozusagen die Nähe zum Risiko stuft sich auch ab in der Bestimmung des Einflusses. Und dann noch ein zweiter Punkt, sozusagen, den das BAFA nennt, ist ja eben diese Nähe zum Risiko. Ja, das kann man einerseits eben sagen, mittelbar, unmittelbar. Es gibt aber auch noch eine zweite Dimension, die wir auch sozusagen berücksichtigen, nämlich in der sogenannten Perspektive, ja, die sozusagen das Fundament für die Risikoeinstufung in Prewave darstellt. Wenn Sie es wollen, das Risikoprofil, mit dem gearbeitet wird. Und da kann eben eine bestimmte Rechtsposition, zum Beispiel in Zwangsarbeit, auch unterschiedlich priorisiert und eingestuft werden, ob das Risiko bei meinem direkten Lieferantenstandort stattfindet oder im restlichen Konzern bei meinem Lieferanten, aber eben nicht bei meinem direkten Standort. Und auch da kann es eben Abweichungen geben. Ja, ein Arbeitsunfall, der bei meinem direkten Lieferantenstandort stattfindet, wird höher priorisiert als einer, der vielleicht bei einem anderen Standort stattfindet. Ja. Und zum Beispiel im Tier 2 dann nochmals mit einer niedrigeren Priorität eben abgestuft betrachtet. Vielleicht noch, Harald, wieder noch zwei Fragen. Ja. Es gibt nämlich hier auch zwei, die sind identisch. Und zwar, was ist denn, wenn ich den Umsatz meines unmittelbaren Lieferanten nicht kenne? Ja, dann sozusagen muss ich den aus verschiedensten Quellen ermitteln. Auch wir bei Prewave greifen da auf verschiedenste Quellen zurück. In manchen Ländern werden die Umsätze auch von kleinen Unternehmen auch publiziert in Handelsregister, Firmenbuch und ähnliche Systeme. Gibt Datenanbieter, auch mit denen wir arbeiten, die uns solche Informationen zur Verfügung stellen, aber eben auch nicht überall. Ja. Also es gibt immer Bereiche, in Österreich zum Beispiel, die Prewave GmbH publiziert also keinen Umsatz. Dann muss man sozusagen auch mit Schätzungen arbeiten, das heißt über Anzahl Mitarbeiter, Branchenkombinationen, einen Umsatz zumindest in einer Gruppe schätzen. Ist aber eine Dienstleistung, die wir sozusagen auch in Projekten anbieten. Was wir jetzt zum Beispiel teilweise auch neu jetzt sehen, ist vereinzelt noch, aber eben sehen, dass das abgefragt wird in Verträgen, also zum Beispiel über einen Supplier Code of Conduct oder ansonsten am Anfang der Vertragsbeziehung, dass man dort einen Wert hat, gegebenenfalls sogar zu aktualisieren dann durch den Lieferanten und mit dem dann arbeiten kann. Könnte man natürlich auch überlegen, ob man das dann zumindest zu von vornherein schon als eher Hochrisikolieferanten eingestuften Lieferanten macht. Absolut, ja, macht Sinn. Okay. Nächstes Angemessenheitskriterium. Genau, da könnten wir jetzt ziemlich lange sprechen, was unter diesen einzelnen Hilfskriterien zu verstehen ist. Das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Zusammenfassend würde ich da gerne einfach nur sagen, dass das natürlich einer gewissen Einschätzung bedarf und ein gewisses Ermessen und auch Unsicherheiten mit sich bringt. Also was ist jetzt wann liegt eine besondere Schwere vor und nicht, ja, wenn ich jetzt eine abstrakte Risikoanalyse durchgeführt habe, dann in die konkrete gehe, dann spreche ich immer noch über Risiken, ja, und wie schwer jetzt das Risiko ist, werde ich oft gar nicht so genau wissen, und da kann ich auch nicht einfach auf irgendwelche Informationen zurückgreifen, um das dann ganz schnell in Erfahrung zu bringen. Da muss ich mit gewissen Faustformeln arbeiten. Und da ist es natürlich so, dass man die Tendenz hat, dass man sagt, Sachen wie Zwangsarbeit, Kinderarbeit sind in der Schwere, in den Konsequenzen, die damit zusammenhängen, gravierender, als wenn es jetzt darum geht, dass einmalig irgendwo ein
ein Streik nicht erlaubt wurde. Ja? Also das ist aber natürlich so ein bisschen schwammig, dieser Begriff. Das kann man positiv und negativ sehen. Positiv ist eben, dass man auch da wieder dann die Möglichkeit hat, wenn man es etwas begründen kann, auch sich zu entscheiden für eine gewisse Vorgehensweise. Mhm. Und genau diesen Weg gehen wir eben auch mit dem vorher schon kurz vorgestellten Risikoprofil. Im Risikoprofil gibt es eben eine Basiseinstufung der geschützten Rechtspositionen, auch immer mit Verweis sozusagen, auf welchen Paragraph sozusagen sich das im LkSG bezieht. Aber eben, es gibt sehr wohl, wie Sebastian schon eben angesprochen hat, gewisse doch recht klare sozusagen Unterschiede. Ein Beispiel, das ich hier gebracht habe, ist Thema Arbeitsunfall, also das heißt in den Bereich Arbeitssicherheit fallend. Und hier zum Beispiel die Unterscheidung, wir bewerten hier in unterschiedlichen Kategorien einen tödlichen Arbeitsunfall, einen Arbeitsunfall mit Verletzungsfolgen und einen einfachen Arbeitsunfall ohne Verletzungsfolgen. Und da ist es eben klar, sozusagen auch diese genannten Kriterien der Unumkehrbarkeit, der Intensität der Beeinträchtigung ergibt sich sozusagen schon recht sagen wir mal, logisch aus genau diesen Umständen. Und dementsprechend sind genau diese Punkte eben auch abstufend in diesem Risikoprofil bewertet. Kann aber hier eben sehr wohl auch eine gute Unterscheidung argumentieren, warum ich sage, ich bewerte sozusagen meinen direkten Lieferantenstandort eben höher und mit stärkerer Priorität und die restlichen Konzerne mit einer abgestuften, herabgesetzten Priorität. Weil eben Arbeitsunfälle sehr orts- und lokationsspezifisch sind. Ja. Zwangsarbeit wiederum ist eben auch von der Intensität, von der Unumkehrbarkeit ein derart gewichtiges Thema, dass ich also jedenfalls bei meinem direkten Lieferantenstandort das als Red Flag, also in der höchsten Stufe bewerte, aber auch dann, und das ist natürlich eine Ermessenssache, aber eben kann man gut argumentieren, warum man es auch im gesamten Unternehmenskontext, also auch bei meinem direkten Standort, vielleicht auch irgendwo in Europa, jetzt keine Zwangsarbeit stattfindet, aber im restlichen Konzern, dann ist das sehr wohl etwas sozusagen, das einfach vom Gewicht her sehr stark wiegt, dass man auch hier mit Abhilfemaßnahmen tätig werden sollte. Und dieses Risikoprofil bildet eben die Grundlage für Bewertungen, die im System stattfinden. Das heißt zum Beispiel die Einstufung einzelner Meldungen, die im System sozusagen verankert sind und gefunden werden, aber eben auch die Gewichtungen und Einstufungen innerhalb des 360-Grad-Bewertungssystems. Und genau auf dieser Seite eben diese 360-Grad-Risikobewertung berücksichtigt eben nicht nur sozusagen die Vorfälle, die gefunden wurden bei Lieferanten, sondern eben auch statistisch Waren- und Industrie- und Länderrisiko. Das heißt eben, statistisch ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass es in gewissen Ländern, in gewissen Industrien zu einem Arbeitsunfall kommt, als in anderen Ländern und Industrien. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit schon mal verankert. Aber eben auch, und so ist es auch hier sozusagen beschrieben in der Handreichung und auch vollkommen richtig beschrieben, dass eben auch die Maßnahmen und die Entwicklung des Lieferanten wiederum dieses Risiko minimiert. Das heißt, ein Lieferant, der eben in einem Risikoland, in einer Risikoindustrie tätig ist, aber alle Zertifizierungen, alle Standards im höchsten Ausmaß vorweisen kann, hat natürlich ein geringeres Risiko als einer, der das eben nicht hat. Und deswegen ist eben auch das Teil der 360-Grad-Bewertung, eben einfließen zu lassen, ist der Lieferant zertifiziert, welche Standards erfüllt er, auch in welchem Reifegrad. Und der letzte Punkt, der auch im Gesetz genannt wird, ist der Punkt der Anzahl der betroffenen Personen. Das kann natürlich schwer a priori gesagt werden. Ja, also es ist je nachdem, zum Beispiel bei einem Unfall, kann das eben Einzelpersonen betreffen oder sozusagen eine ganze Gruppe. Da ist es so, dass wir also auch in dem Alerting und in den sozusagen Fällen, die wir dann auch aufzeigen im Alerting, die ja die Grundlage dann für Abhilfemaßnahmen und eine Fallbearbeitung darstellen, eben auch diesen Hinweis haben, wie viele Personen sind betroffen. Das erkennen wir aus dem Text, der sozusagen als Quelle zugrunde liegt. Und auch das
hat wieder einen Einfluss in die Fallbewertung. Ja, also bei uns werden Fälle von 1 bis 4 Punkten bewertet und wäre jetzt zum Beispiel ein Arbeiterprotest mit 10 oder weniger Personen niedriger priorisiert als einer, wo Hunderte oder Tausende sozusagen Arbeiter auch protestieren beispielsweise. Oder auch Thema Umweltverschmutzung, wie viele sind betroffen. Und der letzte Punkt, Verursachungsbeitrag. Genau. Beim Verursachungsbeitrag ist es so, dass das natürlich voraussetzt, dass man seine Vertragslandschaft kennt, zumindest im Risikobereich. Also wenn ich jetzt, wir hatten ja am Anfang Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, wenn ich also so ein bisschen einen Blick dafür habe, wo sind meine Risikobereiche, dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, gibt es irgendwo etwas, wo ich zu den Problemen, zu den Risiken, die dann in dem jeweiligen Bereich existieren, vielleicht was beitrage. Und dazu sollte man eben grob verstehen, wie ist die eigene Vertragsstruktur mit Blick auf Preise, mit Blick auf Lieferzeiten, mit Blick auf Abnahmemengen. Wir kommen da gleich nochmal bei den Beispielen dazu, dass das also jetzt nicht nur noch so ein Anhängsel ist, die Preisstruktur, klar, das ist irgendwas, was der Gesetzgeber sich hier mal so abstrakt überlegt hat, sondern da bedarf es eben auch zumindest in den Risikobereichen einer Beschäftigung. Kommen wir gleich nochmal bei den Beispielen drauf zu sprechen. Wie ist das jetzt auch nochmal systematisch, auch im Prewave-System verankert? Da unterscheiden wir eben auch wieder wie im vorigen Beispiel Prävention und Abhilfe auf Basis eines konkreten Falls. In der Prävention kann eben auch im Lieferantenprofil hinterlegt werden, wenn es eben aufgrund bekannter Vertragsgestaltungen, da gibt es auch ein Fallbeispiel, das wir uns später ansehen werden, eben bekannt ist, dass hier eben ein gewisser Verursachungsbeitrag oder auch ein erhöhter Verursachungsbeitrag besteht. Dann kann das sozusagen im Lieferantenprofil typischerweise im Einzelfall hinterlegt werden. Und das führt eben auch dazu, dass dieser dann auch nochmal in dieser Risikomatrix eine Stufe nach oben wandert. Ja, das heißt, auch über den Einfluss auf Basis von Umsatzanteil nochmal eine Stufe weiter nach oben gesetzt wird. Und damit eben auch wieder mit erhöhter Priorität betrachtet wird. Auf der anderen Seite haben wir das Thema der Abhilfemaßnahmen auf Basis von Verletzungen oder potenziellen Verletzungen und Verstößen, die erkannt werden. Zum Beispiel eben hier ein Fall eines tödlichen Arbeitsunfalls bei einem Lieferanten. Und hier ist es eben auch wieder in der Fallbearbeitung zu evaluieren und auch zu dokumentieren. Wird es also auch in der Fallbearbeitung ein Flag sozusagen geben, in der Dokumentation im Prewave. Haben wir hier einen Verursachungsbeitrag festgestellt, der eben sozusagen auch eine erhöhte Abhilfemaßnahme, eine erhöhte Intensität der Abhilfemaßnahme dann begründet oder erfordert. Ja. Also auch das ist dann im Fall zu Fall entsprechend zu hinterfragen. Gut. Vielleicht noch eine Sache abschließend, weil die Frage im Chat auftauchte, wann jetzt diese Angemessenheitskriterien in der Risikoanalyse zu berücksichtigen sind. Also die Vorgehensweise wäre folgende. Erstmal kommt eine abstrakte Risikoanalyse auf Basis von Länder, Branchen, Produkten. BAFA Handreichung sagt zumindest mal Länder und Branchen. Dann hat man schon eine gewisse Anzahl an Lieferanten aussortiert. Danach geht man in die konkrete, guckt, bei denen, die jetzt abstrakt ein Risiko darstellen, gibt es auch konkret ein Risiko. Da werden auch wieder welche rausfallen, bei denen das dann nicht der Fall ist. Wir hatten eben, Harald, hattest du, glaube ich, das Beispiel gebracht. Also wenn jetzt jemand zwar abstrakt in einem Risikoland sitzt, aber eben dort ein Vorbildunternehmen ist und alle möglichen Zertifizierungen nachweisen kann, dann würde man aus dem abstrakt bestehenden Risiko, aber trotzdem in ein konkret nicht bestehendes kommen. Also wird man da weiter aussortieren. Und diese konkreten Risiken, die dann noch übrig bleiben, die würde man dann auf Basis der eben beschriebenen Angemessenheitskriterien gewichten und käme dann zu seinen finalen Risiken in der Priorisierung, wie man sie angehen muss. Und vielleicht auch da noch mal ein bisschen den Praxisbezug zu geben. Das ist auch
gut, dass das so beschrieben wird seitens des BAFA, weil natürlich diese Gewichtung und Priorisierung auch nochmal einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand mit sich bringt. Ja, das heißt eben die Überlegung, Verursachungsbeitrag, ja, nein, Einflussvermögen, Umsatzanteil, Erhebung, Umsatz, das eben nicht für alle Lieferanten tun zu müssen, ist natürlich auch eine Arbeitserleichterung. Ja, und sozusagen auch da sozusagen die Handreichung annehmen, ja, und sagen, zuerst mal ganz abstrakt Länder Industrierisiken und dann im Trichter sozusagen sich schrittweise nach vorne zu arbeiten und dann eben auch diese detaillierteren Einstufungen, Gewichtungen, Priorisierungen auf eben einen kleineren Bereich der Lieferanten dann durchzuführen. Gut, wir gehen in die Fallbeispiele. Also in der Handreichung sind auch einige Fallbeispiele genannt und die möchten wir uns jetzt nochmal näher ansehen. Da gibt es ein erstes Fallbeispiel zum Risikomanagement. Das ist also auch in zwei Bereiche geteilt. Einmal auf Basis oder abzielend auf die Ressourcenplanung, also wie viele Ressourcen muss ich intern bereitstellen. Und einen zweiten Punkt, nämlich infolge von dann nochmal sich verändernden Risikolagen wie Investitionsentscheidungen. Vielleicht, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, das erste Beispiel hier sagt eben, dass Unternehmen eine Bestandsaufnahme machen müssen. Das heißt, was haben sie auch für bestehende Prozesse und Expertisen, menschenrechtliche, umweltbezogene Risiken im eigenen Geschäftsbereich oder bei Lieferanten zu bewerten. Und je nach Reifegrad des Unternehmens kann es eben sein, dass man eben mehr Ressourcen oder weniger Ressourcen aufbauen muss oder dass man eben Ressourcen dann nur in Einzelbereichen noch neu aufbauen muss. Genau. Da vielleicht, also gleich kommen noch etwas interessantere Beispiele bei Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen. Das sind die anderen beiden, die wir Ihnen noch hier exemplarisch darstellen wollen. Hier auf der rechten Seite haben wir einfach nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was ist denn jetzt eigentlich interessant daran? Da kann man einmal festhalten als Takeaway, also wenn ich fehlende Expertise habe, dann muss ich diese Expertise sicherstellen oder ich muss genügend Kapazitäten schaffen, damit die Personen im Unternehmen auch sinnvoll umsetzen können. Wir sehen das immer mal wieder in Projekten, dass Menschenrechtsbeauftragte eher pro forma eingesetzt werden, aber nicht wirklich, außer dass sie den Hut jetzt aufhaben, detailliert mit Rechten und Pflichten ausgestattet sind und auch Kapazitäten dafür haben. Ich sage nicht, dass das die Regel ist, das sind eher Einzelfälle, aber dass das eben hier sieht man, dass das nicht der Fall sein soll, sondern dass man hier dann entsprechend nachplanen muss, wenn man merkt, okay, so wie wir uns hier jetzt gerade aufgestellt haben, können wir das eigentlich nicht angemessen, und in dem Rahmen bewegen wir uns ja, umsetzen. Das nächste Fallbeispiel zielt auf die Risikoanalyse ab und teilt also auch nochmal in den oberen Absatz Risikoanalyse eigener Geschäftsbereich und dann Risikoanalyse im Bereich der Lieferanten. Und beschreibt eigentlich da, Sebastian wird es gleich nochmal auch konkreter erläutern, aber beschreibt eigentlich, dass im eigenen Geschäftsbereich ja, viele Unternehmen vielleicht schon gute Strukturen vorfinden, bestehende Verantwortlichkeiten vorfinden, auf die dann auch bei der Risikoanalyse zurückgegriffen werden kann, Arbeitsschutzbeauftragte und ähnliche. Dass aber Unternehmen dann oft feststellen, dass eben sozusagen das natürlich im Bereich der Lieferanten nicht in dieser Form gegeben ist. Und eben hier auch sozusagen nochmal mit anderen Methoden vorgegangen werden muss. Und hier wird eigentlich dann im zweiten Absatz nochmal beschrieben, dass also auch eben hier die Auswahl der Methoden wichtig ist und dass es sozusagen auch nicht immer angemessen ist, nur mit Selbstauskünften zu arbeiten, sondern dass eben auch hier wieder in der Abwägung, hier wird zum Beispiel beschrieben, ein Unternehmen, das also feststellt, in der konkreten Risikoanalyse, man arbeitet zuerst mit Selbstauskünften, stellt dann aber schnell fest, das ist sozusagen noch nicht der Gehalt und der Inhalt, der mir diese Analyse wirklich gut ermöglicht, und muss dann eben mit weiteren Methoden
Vor-Ort-Besuche, Audits werden da beispielhaft genannt, dann arbeiten. Und da vielleicht einfach nur noch der Hinweis zu dem ersten Beispiel, eigener Geschäftsbereich. Das Interessante daran ist, das war am Anfang noch nicht so ganz klar, aber hier äußert sich das BAFA eben explizit dazu, die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich ist eben auch ernst zu nehmen. Hier wird beschrieben, wie man das machen kann. Also man sollte Koordinatoren haben, wenn man global oder vernetzter aufgestellt ist, eben dann lokale Vertreterinnen, Vertreter Informationen zusammenführen, dabei auf Informationen, die es schon gibt, Unfallstatistiken, Arbeitsschutz und so weiter, Beschwerdeverfahren zurückgreifen und eben auch als mögliche Vorgehensweise hier mit Fragebögen arbeiten, die letztendlich im Unternehmen abfragen, gibt es hier Risiken oder gibt es keine, sodass man das auch dokumentiert hat. Wir hatten ja an mehreren Stellen in anderen Webinaren schon erwähnt, dass wir auch so etwas für Mandanten oder für Prewave-Nutzer anbieten, solche Fragebögen, aber dass man eben da an der Stelle nicht nur mit dem Gefühl arbeitet, okay, wir gehen mal davon aus, wir haben da kein Problem, sondern auch im eigenen Geschäftsbereich eben mit einer Vorgehensweise, mit einer Logik an diese Risikoanalyse drangehen muss. Ja. Und vielleicht auch nochmal zum zweiten Punkt, also der Selbstauskünfte auch noch da zu ergänzen, eben auch das konkrete praktische Problem sozusagen bei Selbstauskünften als einziger Ansatz für Risikoanalyse ist eben auch, dass eben nicht garantiert ist, dass man sie alle zurückbekommt in einem Jahr und dann eben auch sozusagen möglicherweise auch noch kurz vor knapp vor der Herausforderung steht, jetzt nochmal mit anderen Methoden sozusagen zu arbeiten. Ja. Aber gehen wir zu den weiteren Fallbeispielen. Und die haben es durchaus in sich und sind auch durchaus interessant. Das ist sozusagen das erste Fallbeispiel, beschreibt das Thema Zwangsarbeit, beschreibt also ein Unternehmen, das Zwangsarbeit auch im Code of Conduct verankert hat. Man dann aber feststellt, dass das auch sehr wohl gewisse Risikoregionen und Bereiche gibt, also wo sozusagen auch das nicht genug ist, es einfach nur sozusagen vom Lieferanten schriftlich absegnen zu lassen, dass er keine Zwangsarbeit einsetzt. Und dann eben kommt das Unternehmen sozusagen darauf hin, auch den Code of Conduct bzw. die Vertragsgestaltung anzupassen, ja, um eben Vorortbesuche zu ermöglichen und auch dann zusätzliche Maßnahmen zu setzen. Das gebe ich aber natürlich an dich, Sebastian, zu diesem Punkt. Genau, das Interessante bei diesem Beispiel ist, also dass ein Unternehmen eben Zwangsarbeit bei einem unmittelbaren Zulieferer feststellt, sagt, der eigene Code of Conduct reicht nicht und den muss ich anpassen und zusätzlich noch weitere Maßnahmen muss ich ergreifen, dass eben der Verhaltenskodex hier seitens des BAFA nicht als alleinige Präventionsmaßnahme als ausreichend geachtet wird. Ja, sondern dass darüber hinaus eben auch noch zusätzliche Maßnahmen, hier werden dann Schulungen und Audits genannt, notwendig werden können. Was interessant ist, dass das BAFA sich hier ziemlich leicht vorstellt, wie man vertraglich mit dem Lieferanten irgendwelche Sachen neu vereinbart. Hier wird zum Beispiel gesprochen von unangekündigten Vorortkontrollen, die möglich sein müssen. Da ist es so, dass das AGB-rechtlich, zumindest bevor es das Lieferkettengesetz gab, gar nicht möglich war, dass man einfach so sagt, okay, wir können unangekündigt, der Vertragspartner muss ja auch die Möglichkeit haben, Betriebsgeschäftsgeheimnisse zu schützen. Und da ist es eher in der Regel so, dass diese Klauseln mit einer Ankündigungsfrist verbunden waren. Genauso wird hier von Vertragsstrafen gesprochen. Ja, also auch da, Vertragsstrafen ist natürlich was in Vertragsverhandlungen, möchte das keiner gerne akzeptieren. Und schon bei einem reinen Auditrecht mit Ankündigung gibt es ja oft schon Probleme, sodass man dann sich überlegen muss, brauche ich nicht eigentlich noch in der Schublade einen Kompromissvorschlag für die Lieferanten, die sich auf meine weitreichenden Vertragsänderungen gerade nicht einlassen. Also da wird sich hier sehr theoretisch mit diesem Thema beschäftigt und sich dieser Sache genähert. Das wird in der Praxis sicherlich nicht so einfach sein. Aber es zeigt eben hier, was das BAFA für eine Vorstellung hat, wie man hier vorgehen könnte. Und vielleicht auch noch was zu ergänzen und vielleicht auch etwas bisschen Selbstkritisches ja, zu ergänzen. Beim Thema Zwangsarbeit denkt man heute an Xinjiang in China. Zwangsarbeit ist aber natürlich auch in anderen Bereichen, Industrien und Ländern ein Thema, gerade im Agrarbereich.
Wenn man jetzt den Bereich Xinjiang hernimmt, ist es so konkret, dass eben dort Zwangsarbeit mit einer sehr stringenten und strikten Zensur in den Medien einhergeht. Das heißt, hier ist sicherlich, man hat einen Lieferanten in dieser Region, das reine Medienscreening schwer zu argumentieren als angemessene Maßnahme, ja, sondern hier muss ich tatsächlich eben mit anderen Maßnahmen tätig werden, um dieses Risiko nochmal im Detail zu bewerten. In anderen Regionen, wo sozusagen Medien frei sind und auch soziale Medien genutzt werden, muss das vielleicht nicht notwendigerweise der Fall sein. Ja. Genau, und das kann ja dann auch was eben wirklich, also bei solchen, ne, was du jetzt beschreibst mit Xinjiang, das sind natürlich dann auch nochmal Sachen, die einen größeren Aufwand mit sich bringen. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Kollegen einen Videopodcast gemacht, der bei uns im Büro in Shanghai sitzt, ja, und der sich sehr gut in China auskennt. Und da ist man angewiesen auch auf lokale Informationen vor Ort und kann nicht einfach so in der Regel von außen mal reingucken und erwarten, dass man da viele Informationen findet, sondern das ist dann eher investigativere Arbeit, die da notwendig wird. Richtig, also ich sage mal, in der Ressourcenintensität der angemessenen Maßnahmen wahrscheinlich Ganz oben. mitunter intensivste. Ja. Und zum letzten Beispiel, also auch ein sehr interessantes Beispiel, nämlich hier wird also ein Unternehmen beschrieben, das also Textilwaren sozusagen aus Südostasien bezieht und sozusagen auch das Feedback von dem Lieferanten bekommt, dass aufgrund der Preisgestaltung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten der Lieferant nicht die Möglichkeit hat, angemessene Löhne zu bezahlen und Mindestlöhne einzuhalten. Und daher sozusagen es nach längerem Hin und Her, das kannst gleich du, Sebastian, beschreiben, es zum Schluss kommt, dass die richtige Präventionsmaßnahme ist, die Preispolitik anzupassen und die Einkaufspreise zu erhöhen. Ich übergebe an dich. Genau, das ist natürlich ein besonders interessantes Beispiel, was jetzt schon schade ist, dass es so kurz vor Schluss kommt, aber wir hatten auch andere spannende Sachen, die wir vorab erstmal erzählen mussten. Also das ist natürlich deswegen interessant, weil oft bei den Unternehmen und natürlich auch zu Recht erstmal der Gedanke ist, was muss ich denn jetzt an automatisierten Prozessen, Dokumenten einführen, zum Beispiel ein Code of Conduct, zum Beispiel, dass ich eine Schulung mache oder ein Audit. Ja? Aber das ist natürlich eher ich bezeichne es mal als das Belehrende. Ne? Also ich möchte mehr vom Lieferanten, ich erwarte mehr, ich will mir da mehr angucken, ich will dem sagen, auf was er achten soll. Aber der Gesetzgeber und das BAFA sehen eben auch die Seite, ich würde es mal bezeichnen, mit der eigenen Opfer, die man bringen muss. Also, dass man, selbst wenn man jetzt einen Code of Conduct ganz neu angepasst hat, und auch sagt, ich möchte Audits durchführen, wenn man dann aber parallel eine Preispolitik fährt, die eben das Problem in einer Hochrisiko-Lieferkette eher verschärft, man nicht auf der sicheren Seite ist und sagen kann, okay, dann trifft mich hier gar kein Bußgeldrisiko. Das ist natürlich, und da muss man realistisch bleiben, ein großes Thema und wird in der Praxis so nicht ablaufen. Ja. Oft. Das heißt, wenn man es anders ausdrücken möchte, könnte natürlich auch dann Leverage sein für den Lieferanten, dass er sagt, okay, ich versuche mal, ob ich über diese Argumente hier einen höheren Preis verhandelt bekomme. Will ich gar nicht unterstellen, aber ich will damit sagen, man muss sich dann natürlich auch intensiv dann, und so beschreibt es hier die Behörde, beschäftigen mit, ja, stimmt es denn? Ja, also ist da was dran? Wie ist denn die Preispolitik? Und sich dann auch mit den Gegebenheiten, um die es dann in dem konkreten Vorfall geht, auseinandersetzt. Ja, und guckt, okay, wie ist denn die Preisentwicklung die letzten Jahre? Ist die nach oben gegangen? Ist die nach unten gegangen? Wie sind die Lebenserhaltungskosten? Ist das realistisch, was hier gesagt wird? Ist das nicht realistisch? Wie ist es im Markt und so weiter? Takeaway ist eben, dass eine Veränderung der Einkaufspraktiken auch eine Präventionsmaßnahme sein kann, die hier gefordert wird vom Gesetzgeber. Und das vielleicht noch dazu ergänzend, das BAFA lebt
das haben wir jetzt gesehen, weil es zwischen 70 und 80 Unternehmen angeschrieben hat, jetzt schon. Und zwar Unternehmen, vermutlich Unternehmen, die als besonders risikoreich eingestuft wurden und dort schon mal nachgefragt hat, schriftlich, also von seinen Auskunftsrechten Gebrauch gemacht hat, nach 17 LkSG, wie seid ihr denn aufgestellt? Ja, also mit Blick auf das Risikomanagement und mit Blick auf das Beschwerdeverfahren. Das heißt, das ist so das erste Mal. Ne? Vorher war sehr oft so das Gefühl, schafft es BAFA überhaupt, genug Personal aufzubauen? Wird da überhaupt kontrolliert? Das war so ein bisschen Blackbox, ist auch immer noch Blackbox, aber es zeigt eben, dass hier auch bei diesen Themen das BAFA jetzt nicht schläft und das BAFA auch weiß und vermutlich auch da eine gewisse Expertise hat, wo sind die Sachen, wo man mal hingucken muss. Von daher auch das eben sei nochmal erwähnt vor dem Hintergrund dieses Beispiels, dass man eben da vielleicht, wenn man es bisher noch nicht gemacht hat, auch nochmal ein bisschen links, rechts guckt, neben diesen typischen Sachen, die man immer hat, wie und die auch notwendig sind. Ich muss jetzt meine Lieferantenkodizes überarbeiten. Und ich muss jetzt vielleicht bei gewissen Hochrisikolieferanten ein Audit machen. Mhm. Mhm. Ja, aber jedenfalls ein Beispiel mit ja, durchaus Sprengkraft sozusagen. Ja. Aber gut, wir gehen in die Frage-Antwort-Runde und haben auch schon einige. Ich pick mir mal schnell ein paar raus, die ich selbst etwas schneller beantworten kann. Unterstützt Prewave auch bei der internen Risikoanalyse? Ja, mit den Checklisten von Taylor Wessing insbesondere. Also auch da wieder, werden wir auch im Mailing im Nachgang nochmal darauf hinweisen. Sebastian Rünz, Taylor Wessing haben Checklisten erarbeitet, die sozusagen umfangreicher sind wie einen Fragebogen, den man typischerweise an einen Lieferanten schickt. Genau aufgrund der Angemessenheit im eigenen Geschäftsbereich tiefer sozusagen nochmal abzufragen. Das sind also 10 Checklisten, die also die jeweiligen Rechtspositionen abdecken und die eben sozusagen das aus unserer Sicht richtige Instrument für die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich darstellen. Ich pick mir gleich eine nächste hinaus, nämlich eine ja, durchaus gute Frage. Da springe ich aber nämlich gleich nochmal auf diese eine Folie zurück, nämlich die Abfolge, die wir erläutert haben, nämlich das Einflussvermögen, Verursachungsbeitrag, also erst nach der konkreten Risikoanalyse zu erfolgen hat, würde ja bedeuten, dass ich allen meinen Lieferanten, die im Risikoland oder Risikoindustrie sind, einen Fragebogen schicken muss. Ja, wenn Sie den Fehler machen, Fragebögen als Ihr Instrument für die konkrete Risikoanalyse in der Masse zu verwenden. So. Bei Prewave gehen wir eben diesen Weg nicht, weil wir wollen eben kein Masseninstrument sozusagen, also für die möglicherweise noch tausenden Lieferanten, die eben in Risikoländern oder Risikobereichen sind, sondern wir wählen hier das Instrument, das eben keine Lieferantenpartizipation erfordert, nämlich das Medienscreening. Finden wir bei dem Lieferanten Vorfälle, hat es bereits Verstöße gegeben, als diesen Schritt hier im Trichter einen Schritt weiter zu kommen. Gleichzeitig, was wir mittlerweile auch schon machen, ist, wir sammeln also Zertifizierungen der Lieferanten ein, also es wird schon ergänzt, aber auch immer automatisiert und zunächst ohne Zutun des Lieferanten. Und dann sozusagen kann ich eben weitere Maßnahmen setzen, wovon Selbstauskünfte sicherlich ein gutes Instrument sind. Sebastian, ich habe eine Frage. Ja, Harald, genau, sehr gut, dass du es machst. Ich bin nämlich auf deine Hilfe angewiesen. Meine Maus ist nämlich eingefroren. Ach Gott. Ich kann mir die Fragen nicht angucken. Das Ich heißt, wenn du was hast, gerne. Ich habe eine für dich, und zwar, wenn eine Durchsetzung von neuen Vertragsregelungen nicht möglich ist gegenüber dem Lieferanten, reicht dann die Dokumentation des Bemühens aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ist natürlich sehr praxisnah und zeigt, dass sich jemand also in der Realität dann auch angekommen ist. Das kann nämlich gut sein. Man überlegt sich jetzt ein Konzept, wie möchte ich das, meine Regelungen ausrollen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen neuen Code of Conduct gearbeitet und wie rolle ich den jetzt aus? So, ich fange einen Schritt vorher an. Da gibt es Unternehmen, die sagen, wir wollen das einheitlich. Wir wollen von allen unseren Vertragspartnern, dass der neue, strengere, vielleicht Auditrechte, vielleicht Informationsmitwirkungspflichten enthaltene Code of Conduct eingehalten wird. Das ist natürlich riskant, weil dann genau das passieren kann. Man hat viel Diskussionsbedarf und man wird die Antwort bekommen von vielen Lieferanten, gerade die vielleicht marktmächtiger sind als man selbst. Nö. Also, dass ihr jetzt ein Audit bei uns durchführt, da haben wir gar keine Lust und das akzeptieren wir nicht. Deswegen ist der erste Schritt, um das so ein bisschen zu reduzieren, dass man sagt, okay, ich gehe risikobasiert durch. Das heißt, ich habe vielleicht ein Set an Unterlagen, die ich aus der Schublade ziehen kann. Das heißt, bei Lieferanten mit gar keinem Risiko ziehe ich entweder gar nichts aus der Schublade oder einen sehr weich formulierten Lieferantenkodex. Das Lieferkettengesetz sagt ja, ich bräuchte in diesem Fall bei gar keinen Risiken auch gar nichts zu machen, aber vielleicht sage ich dann, ich möchte trotzdem hier meine Erwartungen zum Ausdruck bringen, aber nicht mit so starken Sanktionen und Mitwirkungspflichten, die ich da einbaue. Und bei mittlerem Risiko schon ein bisschen strenger und bei Hochrisiko dann eben das volle Paket mit allem, was da das Lieferkettengesetz oder im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz erwähnt wird. Dann hätte man schon mal weniger Diskussionsbedarf. Wenn man jetzt aber mal annimmt, man hat einen Hochrisikolieferanten, schickt dem ein neues, strengeres Vertragswerk und dann sagt der, nein, möchte ich nicht. Dann kann man natürlich immer noch überlegen, was möchte der denn eigentlich nicht und da vielleicht einen Kompromiss sich vorher schon überlegen, idealerweise schon so, dass man eben sagt, okay, darauf können wir verzichten, darauf nicht, dass das ganz klar ist, dass wenn Verträge auch aus Abteilungen, die Einkauf selbst bearbeitet werden, schon eine Handlungsanweisung existiert, aus der sich ergibt, okay, darauf könnt ihr dann verzichten und das geht aber nicht. Ja? Und das ist eben schwer pauschal zu beantworten, weil wenn jetzt der Vertragspartner sagt, okay, wir möchten ein Auditrecht nicht in dieser und jener Form, dann kann man ja drüber reden. Wenn aber ein Vertragspartner sagt, also nee, also Menschenrechte allein schon, dass wir die achten sollen, das ist für uns absolut inakzeptabel. Und ihre Risikoanalyse hat ergeben, dieser Lieferant ist ein Hochrisikolieferant und sozusagen bei den Hochrisikolieferanten noch der dunkelroteste, dann kann das natürlich dann auch sein, dass dann so eine Antwort dazu führt, dass man irgendwann oder relativ schnell sagt, okay, dann funktioniert es halt nicht mit uns. Ja, das soll nicht die Regel sein. Und die Regel wird sein, dass man einen Kompromiss finden kann. Nur will sagen, auch da gibt es Nuancen. Was wird da nicht akzeptiert? Ist das was Verzichtbares, sodass man das dann eben dokumentiert und sagt, okay, das konnten wir nicht durchsetzen, ist aber ein wichtiger Vertragspartner für uns und deswegen machen wir das trotzdem, ist argumentierbar. Dafür gibt es ja die Angemessenheit. Oder ist das was, wo man sagt, okay, hier fehlt es wirklich an dem Notwendigsten. Hier wird einfach gar nichts akzeptiert und keinerlei Kompromissfähigkeit. Und es gibt auch noch 10 andere Lieferanten, die das ohne weiteres machen würden. Da müssen wir tatsächlich switchen. Eine Frage, die ich auch schnell wieder beantworten kann. Sind die von Prewave angewandten Angemessenheitskriterien für den Benutzer transparent oder handelt es sich hier um eine Blackbox oder Closed Box? Und ist die Software BAFA zertifiziert? Software ist nicht BAFA zertifiziert, das ist mir noch nicht bekannt, dass es so etwas gibt. Wir haben aber unsere Software von Taylor Wessing, von Sebastian Rünz prüfen lassen. Und da gibt es ein Rechtsgutachten, wo sozusagen auch die Angemessenheitskriterien unter anderem auch abgeprüft wurden. Zum Thema Blackbox, Closed Box kann ich sozusagen kurz zeigen. Im System, in der Risikomatrix wird natürlich auch immer dargestellt, welcher Einfluss liegt vor, zum Beispiel hier Degree of Influence, knapp 10%, Causal Contribution, also Verursachungsbeitrag, nein. Das wird also auch immer bei jedem Lieferanten sozusagen transparent auch im System dargestellt, zum Beispiel hier eben auch die Aufteilung Einkaufsvolumen versus Umsatz, der sich daraus ergebende Einfluss und Verursachungsbeitrag hier zum Beispiel als gegeben hinterlegt. Ja, also wir machen es transparent und es ist eben dann auch für Auditierungen oder für
sozusagen Prüfungen, Dokumentationszwecke verfügbar. Die nächste Frage, die ich schnell nehme, nämlich kann man Risikoanalysen für intern und extern anpassen? Ja, ich zeige das vielleicht auch ganz kurz im System. Also auch im System kann ich eben Risikoanalysen anlegen und diese eben auch wieder Own Business Area, Tier 1, Tier N, sogar für den Kundenbereich entsprechend separat durchführen und dann eben auch mit anderen Kriterien durchführen. Also eben eigener Geschäftsbereich wäre prima mit den Checklisten von Taylor Wessing. Lieferantenbereich wäre eben der auch bekannte Trichteransatz, der eben hier auch dann durchs System geführt wird. Eine Frage vielleicht auch für dich, Sebastian. Welchen Ansatz gibt es bei Maßnahmen, die Rechteinhabenden einzubinden? Bezug Wirksamkeit. Mir zum Beispiel fallen hier also Schulungen ein, also wo ja auch das Personal, die Arbeiter selbst auch geschult werden, oder Stakeholder-Surveys und Engagement, wo man eben auch die Bevölkerung herum einziehen kann. Da gibt es auch Softwareanbieter, die das lösen. Aber hast du vielleicht noch Input zu dem? Ja, ich muss sagen, das ist eine interessante Frage, weil sie natürlich etwas aufzeigt, was die wenigsten tun. Ne? Also, dass jetzt das große Dialoge, großen Unternehmen machen das teilweise und dann sehr fokussiert, wenn es um Risikolieferketten gibt, die besonders gravierend sind und die man schon länger kennt, dass man dann in den Dialog trifft mit zum Beispiel Gewerkschaften vor Ort, wie man irgendein Thema verbessern kann, wie Löhne oder was auch immer. Ja, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel, dass Maßnahmen schon bevor sie implementiert werden, auf die Wirksamkeit geprüft werden durch einen Stakeholder-Dialog, der im Vorfeld stattfindet. Ja, das ist dann eher so, dass man, klar, Stakeholder, der Begriff ist weit, das sind dann eher einzelne Fälle, ne? Wie zum Beispiel, dass man jetzt ein Beschwerdesystem, bevor man es einführt, eben mit dem Betriebsrat abstimmen muss als Stakeholder, die da eingebunden werden müssen, aber eben nicht in dem großen Umfang. Eine pointierte Frage, die ich auch gerne beantworte. Wir haben kürzlich ein TÜV-Audit zum LkSG gehabt. Dort wurde erläutert, dass das reine Medienscreening zur Risikobewertung nicht ausreicht. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich stimme zu. Das reine Medienscreening reicht nicht aus und ist doch nicht unser Ansatz und ist doch nicht den Ansatz, den wir in Projekten umsetzen. Länder-Branchenrisiko wird mit Medienrisiko immer kombiniert betrachtet. Und das 360-Grad-Scoring setzt sich ja auch aus den Komponenten Assessments und interne Risiken zusammen. Das heißt, haben Sie interne Erkenntnisse aus Beschwerdemechanismen, aus Vorerfahrungen mit dem Lieferanten, so sind diese also auch in der konkreten Analyse zu berücksichtigen und am Lieferanten zu hinterlegen. Wir haben mittlerweile eine Systematik, mit der wir auch über öffentliche Daten, Zertifizierungen der Lieferanten abgreifen von Websites. Auch das wird hinterlegt. Also es ist eine 360-Grad-Betrachtung. Die Frage ist lediglich, und da komme ich wieder zurück, Sie werden sozusagen in diesem ersten Schritt in der abstrakten Analyse nach Länder-Branchenrisiko typischerweise mit 50% der Lieferanten verbleiben, ja, je nach Branche natürlich, aber sagen wir mal 50%. Und das werden immer noch in vielen Fällen tausende Lieferanten sein und Sie brauchen dann ein massentaugliches Instrument, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber auch, und das ist das Medienscreening, und das ist es jedenfalls sozusagen auch von der Ressourcenintensität besser als eine Selbstauskunft an 1000 Lieferanten oder Tausende zu verschicken. Aber auch unsere Kunden verschicken Hunderte von Selbstauskünfte im Zuge sozusagen des Trichters, ja, und im Zuge eines risikobasierten Ansatzes. Deswegen ist das durchaus korrekt sozusagen und würde ich auch so beantworten. Weil wir gerade von Zertifizierungen gesprochen haben, da gab es auch eine Frage, welche sind gut, ja, oder welche sozusagen muss man eben wieder nach Bereich trennen. Also Bereich soziale Risiken, menschenrechtliche Risiken ist SA 8000, sicher der Goldstandard, ISO 14001 im Bereich Umwelt und ISO 45000 im Bereich Arbeitssicherheit, Health and Safety.
Vielleicht kennst du noch weitere, Sebastian, aber das sind die, die wir vor allem absammeln. Ja. Genau, SA 1000, ISO 14001. Ansonsten gibt es natürlich in gewissen Branchen noch Siegel, die man heranziehen kann. Bevor wir jetzt uns in einzelnen Branchen verlieren, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man jetzt in einer Branche ist, die ein gewisses Siegel verwendet, zum Beispiel Rainforest Alliance, ja, dass man dann immer prüft, einmal für sich, weil das ist auch etwas, wovon, da gehen wir aus, dass das BAFA dann entsprechend auch nachfragt, was dieses Siegel eigentlich für eine Aussagekraft hat. Und nicht pauschal sagt, okay, wunderbar, 90% meiner Lieferanten in der Branche, in der ich arbeite, haben ja irgendein Siegel. Dann nehme ich jetzt dieses Siegel ungeprüft und stufe alle aus einem mittleren Risiko in ein geringes Risiko. Ja? Diese Siegel können natürlich auch, wenn sie nicht vollumfänglich sind, und das sind ja die meisten nicht, aussagekräftig sein und auch dafür verwendet werden, dass man ein Risiko reduziert. Aber dann eben nur bedingt und auch nur, wenn man weiß, was hat dieses Siegel denn eigentlich, was wurde denn da geprüft? Wurde überhaupt was geprüft oder mussten nur Dokumente eingereicht werden? Oder ist da ein externer Auditor hingegangen und hat sich das auch mal angeguckt? Was hat er sich angeguckt? Hat er sich nur Arbeitsschutz angeguckt oder hat er sich ökologische Sachen angeguckt, die jetzt vom Lieferkettengesetz erstmal gar nicht umfasst sind? Also da sollte man einmal für sich intern auch dokumentieren, wenn man mit einem typischen Branchensiegel arbeitet, inwieweit deckt dieses Siegel eigentlich Lieferkettengesetzthemen ab und inwieweit nicht. Eine weitere Frage für dich, eine Standardfrage. Müssen auch Risiken der Lieferanten ausländischer Tochtergesellschaften betrachtet werden, wenn die Mutter in Deutschland sitzt? Genau, Klassiker. Ja, wenn die Mutter bestimmenden Einfluss ausübt auf Tochter- und Enkelgesellschaften, egal ob diese in Deutschland oder nicht in Deutschland sitzen, dann muss sie das Lieferkettengesetz dort auch umsetzen. Und dort auch umsetzen bedeutet eben auch zumindest laut Aussage BAFA, dass man dann auch die Lieferanten dieser Tochter- und Enkelgesellschaften mit in die Prüfung aufnimmt. Das kann natürlich dann den Scope eines solchen Projektes deutlich erweitern, gerade wenn diese ausländischen Gesellschaften eigene Einkaufsabteilungen, eigenen getrennten Einkauf haben, dann muss man natürlich dort erstmal die Daten sammeln, um eine vollständige Lieferantenliste dann zu bekommen. Aber so äußert sich eben das BAFA explizit auch in den FAQ und in der Handreichung zur Risikoanalyse. Das heißt natürlich nicht, dass man es zwingend so machen muss. Das ist der rechtssichere Weg, aber im Gesetzeswortlaut gibt es auch Angriffspunkte, dass man sagt, nee, so einfach kann man es, so pauschal kann man es nicht sagen, sondern muss man nochmal differenzieren. Was hat eigentlich die Tochter für Produkte und wo kauft ihr die ein? Hat das überhaupt was mit Deutschland zu tun oder ist das ein ganz anderes Produkt, ganz anderer Markt? Aber ich sage mal so, dann hat man natürlich sicher dann einen Vorwurf, den man vom BAFA gemacht bekommt und auch vielleicht dann eben entsprechende Sanktionen, muss dann die angreifen. Aber ich sage mal so, in anderen Rechtsgebieten ist das natürlich auch der Fall. Im Kartellrecht gibt es auch Oberlandesgerichte, die dann anders als das Bundeskartellamt entscheiden. Das muss man sich natürlich immer vor Augen führen, diese Abwägung, dass man sich auch immer noch gegen ein Bußgeld wehren kann, dann aber eben im Gerichtsverfahren. Und das heißt dann nicht, dass man dieses Bußgeld auch zahlen muss. Das zeigen eben die Vergleiche mit anderen Rechtsgebieten. Mhm. Mhm. Eine Detailfrage zu den Checklisten. Im Rahmen der Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich, halten Sie die Gefährdungsbeurteilung nach den Arbeitssicherheitsbestimmungen für ausreichend oder sollte noch zusätzlich eine gesonderte Risikoanalyse gemacht werden, zum Beispiel über die Checklisten von Taylor Wessing? Ich bin jetzt nicht Arbeitsrechtler, der das im Detail beurteilen kann. Ich glaube aber, dass im LkSG auch nochmal andere Themen
relevant werden, aber nicht besonders viel mehr. Ja? Das heißt, man hat da schon natürlich eine gute Basis. Man sollte es aber trotzdem einmal abgleichen und nicht blind sagen, okay, das ist 1:1 verwertbar. Und das zweite Thema da ist natürlich, wann hat das letzte Mal stattgefunden? Ne? Also man muss es natürlich im Berichtszeitraum beurteilen, ob es Risiken gibt. Und wenn im Berichtszeitraum eben die entsprechenden Prüfungen stattfinden, dann in Ordnung. Wenn das nur alle 3 Jahre gemacht wird und das ist das letzte Mal 2 Jahre her und findet erst im nächsten Jahr wieder statt, dann muss man sozusagen nochmal separat tätig werden. Heißt ja nicht, dass man dann nicht trotzdem auch auf ja, das Schema, was man dann dort verwendet, zurückgreifen kann. Aber da eben nochmal der Abgleich. Wenn Sie Details da wissen wollen, dann müsste ich also kann man sich natürlich auch immer gerne an mich wenden, dann müsste ich das mit den arbeitsrechtlichen Kollegen, die bei uns also auch diesen Teil der Checklisten beigesteuert haben, nochmal abstimmen. Ich habe ein paar andere Fragen noch, die gehe ich jetzt recht schnell durch. Decken Sie auch teilweise. Es gibt 2 Fragen, die schreiben über die CSRD. Das ist also die Sustainability Reporting Directive. Bin mir aber nicht sicher, ob nicht die CSDDD gemeint ist. Ich beantworte einfach mal beides. Für die CSRD, also das sind die Nachhaltigkeitsreporting-Standards, die jetzt auch neu von der EU aufgelegt wurden. Auch da gibt es seitens Prewave einen Bericht, um eben Teile davon auch mit Informationen aus dem System zu beantworten. Aber das sind nur Teile, weil das umfasst sozusagen ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitsthemen. Wenn Sie vom EU-Lieferkettengesetz sprechen, ich nenne es mal so, das ist die CSDDD, da gibt es einerseits die Frage, wird das System Prewave dann auf das erweitert? Klare Antwort, ja, es ist auch schon erweitert auf das, aber wir werden sozusagen hier mit der gleichen Intensität die Kriterien sozusagen auch erfüllen, so wie wir es fürs Deutsche gemacht haben. Wir haben aber schon den wesentlichen Schritt getan, nämlich die Erweiterung in die tiefere Lieferkette, also die Tier-N-Risikoanalyse, wie wir es nennen. Ja, das können wir und das machen wir auch schon im Bereich des norwegischen Gesetzes, im Rahmen der Schweizer Verordnung für Sorgfaltspflichten über Kinderarbeit und Konfliktmineralien. Das ist der wesentliche Schritt und das ist die große Herausforderung, wo auch wieder andere alternative Ansätze schnell an die Grenzen stoßen. Thema Selbstauskunft ist in diesem Bereich dann kein Thema, weil einen Tier-2-Lieferanten, mit dem ich keine Vertragsbeziehung habe, kann ich keine Selbstauskunft schicken. Und gibt es eine Gegenüberstellung? Ja, haben wir. Können wir auch zur Verfügung stellen. Gibt es, glaube ich, auch auf unserer Website zum Download. Eine Frage an dich wieder, Sebastian. Kann man EU-Lieferanten Tier 1, also unmittelbare, völlig außen vor lassen in der Analyse? Ja, ich bin so ein bisschen vorsichtig mit dem völlig außen vor lassen. Also man kann sie nicht völlig außen vor lassen, aber natürlich kann man sie bei der Berücksichtigung des Länderrisikos in aller Regel auf grün setzen, ja, weil natürlich in EU-Mitgliedstaaten die menschenrechtlichen Risiken, auch nicht überall, ne? Also deswegen pauschal ist da schwierig, wenn man jetzt an Agrarwirtschaft und Spanien denkt zum Beispiel, dann kann man das schon wieder in Frage stellen. Ja? Also da ist dann aber, müsste eigentlich dieses Problem über die Branche dann auffallen, dass man dann sagt, okay, ich bin in Spanien, Spanien ist jetzt nicht per se ein Land, in dem es besondere Menschenrechtsrisiken gibt, aber in dieser Branche sieht es anders aus, dann habe ich zumindest das rote, ich sage es jetzt einfach mal farblich, also das Rote bei Branche und das Grüne bei Land. Ja? Aber jetzt sozusagen unabhängig von der Branche einfach zu sagen, wunderbar, 95% meiner Lieferanten sitzen ja in der EU. Ich gucke mir gar nichts mehr an, außer dem Land. Und das ist ja in der EU unproblematisch. Die kann ich alle raussortieren. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das BAFA sagt, das ist eine ungenügende Risikoanalyse, die da durchgeführt wurde. Vielleicht zwei schnelle Fragen. Hat der Kunde die Möglichkeit, die von Prewave abgefragten Zertifikate der Lieferanten einzusehen? Ja.
sowohl jene, die wir also selbst zum Beispiel von der Webseite des Lieferanten sammeln, als auch jene, die er im Rahmen einer Selbstauskunft zur Verfügung stellt. Das ist auch ein Plattformansatz sozusagen. Wenn wir das einmal gemacht haben, ist es für alle unsere Kunden sozusagen ersichtlich. Zweite Frage, die schnell beantwortet ist, gibt es die Möglichkeit für Sanktionslistenprüfungen? Ja, gibt es, spielt aber im Rahmen vom LkSG keine Rolle. Ja, es ist keine geschützte Position im LkSG, ist aber natürlich für Compliance insgesamt relevant und wird auch von der Software angeboten und abgedeckt. Eine Frage, die wieder ein bisschen in den rechtlichen Bereich geht. Wie sind Angemessenheit und Wirksamkeit im Zusammenhang mit der Beweislastumkehr zu sehen? Also Beweislastumkehr? Ich weiß jetzt nicht ganz hundertprozentig, auf was die Frage abzielt. Ich würde sagen, dass man ja keine Beweislastumkehr hat, sondern man hat ja erstmal, wenn ich als Unternehmen argumentiere, ich habe eine Maßnahme ergriffen und begründet, warum die angemessen ist und auch geguckt, ob die wirksam ist, dann habe ich ja schon meinen Pflichten nach dem Gesetz Genüge getan. Und es gibt eigentlich kaum mehr die Möglichkeit, dann noch zu sagen, nee, also das sieht jetzt die Behörde anders. Ich weiß nicht genau, wenn es jetzt ob die Frage darauf abzielt, wie das jetzt ist bei zivilrechtlicher Haftung, glaube ich aber nicht, weil letztendlich durch dieses Gesetz ja keinerlei zivilrechtliche Haftungserweiterung stattfinden soll. Da weiß ich jetzt aber schlicht nicht, ob da der Fragensteller irgendwas ganz Spezifisches noch im Kopf hat. Das fällt mir jetzt ansonsten schwer, das noch weiter im Detail, dann müsste man einen konkreten Fall jetzt haben, wo man so ein bisschen noch was dazu sagen kann. Ja. Nee, passt. Gut, ich denke, wir sind jetzt eine halbe Stunde drüber. Wir müssen noch irgendwann einen Schlussstrich ziehen, wobei die Fragen wieder sehr gut waren und vielleicht werden wir es dieses Mal so machen, auch wie beim letzten Webinar zum norwegischen Lieferkettengesetz, dass wir die Fragen, auch die noch offen sind, im Nachgang schriftlich beantworten und mit dem Folgemailing dann zur Verfügung stellen. Es wird also ein Folgemailing an alle registrierten Teilnehmer geben, auch mit der Videoaufzeichnung, auch mit den Folien. Es gab auch die Frage, können wir diese auf Englisch zur Verfügung stellen? Ja, können wir machen. Dank KI ist die automatisierte Übersetzung schon so gut, dass wir da dann nur wenig nacharbeiten müssen. Auch noch der Hinweis sozusagen auf zukünftige Programme. Wir haben es schon gesagt, am 12. Mai findet der Prewave Day in Wien statt. Auch auf den werden wir im Mailing verweisen. Sie sind herzlich eingeladen, uns in Wien zu besuchen und sich mit anderen unserer Kunden und Partner, wie auch Sebastian, auszutauschen. Und es wird sozusagen gerade bei uns auch an einem Projektleitfaden LkSG gearbeitet, der eben ganz konkretes Projekthandbuch sozusagen für die Umsetzung der LkSG-Anforderungen im Tool zur Verfügung stellt, also auch mit gewissen Erwägungsentscheidungen. Und auch dazu wird es sozusagen zur Präsentation sehr zeitnah ein Webinar geben, wo auch sozusagen dann Fragen dazu gestellt werden können. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian, wieder für deine Teilnahme und für deinen Beitrag und die tollen Antworten. Ja, und bedanke mich bei allen Zusehen und sage damit ja, vielen Dank. Dankeschön. Super. Tschüss.